also von dem zweiten Teil der Ruth-Geschichte erzählen. Wir sahen den Anlauf in Bethlehem, wie die zwei anfangen, sich kennenzulernen. Hier wird auch etwas, glaube ich, gesagt von der Art, nicht nur wie Menschen sich kennenlernen, sondern auch wie überhaupt man etwas anderes außerhalb von sich erkennt, als doch zu sich gehörend. Denn Ruth aus Moab, aus dem ganz anderen Gebiet, entgegengesetzt, dass sie doch sich mit dem Boas aus Bethlehem kennenlernen würden, sogar Mann und Frau werden würden, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man denkt manchmal, kennenlernen gut, wie man sich selber im eigenen Gebiet, wo man lebt, sich kennenlernt. Aber jetzt kommt der andere. Der andere ist ein ganz anderer Mensch. Wenn er auch sogar im gleichen Land geboren, gleichen Stadt geboren ist, doch ist er ein ganz anderer Mensch, entgegengesetzt, ein Gegenüber. Man spürt beim Kennenlernen von einem Menschen und dem anderen, spürt man, dass erst getrennt sein wie Himmel und Erde, wie Gott und Mensch, und dann doch auf einmal spüren, wir gehören zusammen. Das Getrenntsein, wie ich es beschrieben habe, das bewusste Leben und das Nichtbewusste. Ganz weit auseinander. Und doch kommt eine Ehe zustande im Menschen selber. Und sie spüren, dass der Mann, das, was im Menschen das Nichtbewusste ist, was im Menschen das Verborgene ist, spürt man, er lockt die Frau heran sozusagen, indem er ihr Geschenke gibt, Zufallsgeschenke, lässt ein zufälliges Geschehen entstehen, schenkt einen Einfall, dass wir sagen, der Mann lässt sich so, erscheint auf diese Art. Er kommt nicht direkt, das Innere, das Verborgene, kommt dem Menschen näher, indem es Zufälligkeiten zeigt. Und die Ruth wird fasziniert durch die Art, wie der Zufall sich dort häuft und eine Beziehung aufbaut. Man sagt deshalb in gewissem Brauch, man soll eine Beziehung niemals theoretisch, philosophisch begründen, man soll das dem Zufall überlassen, wie es kommt. Denn die starke, fundierte Begründung ist sozusagen, lässt zu wenig Platz dem Nichtbewussten, lässt keinen Platz dem Himmel. Denn all das Nichtbewusste, das Himmlische, kann sich hier nur durch solche Einfälle, Zufälle zeigen. Man soll bei der Begegnung vor allem nicht sagen, wir sollen genau überlegen, ob sie die gleiche Richtung haben, gleich denken, ob du das dann willst, du frühstückst dann und ich frühstücke dann. Dass man einfach den Zufall überlässt, dass das Leben zusammenkommt und wächst. Wir haben in der heutigen Welt einen zu starken Nachdruck auf das Geplante. Das muss alles vorbereitet sein. Lange vorher, genau, der eine schaut astrologisch, der andere psychologisch und manche beide. Und dann man versucht graphologisch zu verstehen, ob man zusammenpasst. Sagt, nein, das entsteht durch Zufall. Und ich kehre mal zurück zur Stunde heute Vormittag. Und der Zufall entsteht, weil beim Menschen ein Durchbruch da ist. Der Mensch trägt die Potenz der Ruth auch in sich. Die Potenz des Durchbrechenkönnens. Dann
überschüttet unser Leben mit Zufällen. Dann geschieht es, wie ein Propheten geschieht, der sitzt da und er redet. Es ist nicht, dass er sagt, ich habe vorbereitet, das und das zu sagen. Er überlässt den Zufall, er sieht, der Zufall schenkt ihm schon alles. Er braucht gar nicht vorzubereiten, was er sagen sollte oder erzählen sollte, moralisch, ethisch, wie es gerade kommt. So geschieht der Ruth dieses, dass sie mit dem Boas die Begegnung so findet. Liebe, sagt man, ist eine Ansammlung von Zufälligkeiten, wodurch man die Liebe erkennt. Dann kommt jetzt dieser entscheidende Moment, wo die Naomi der Ruth sagt, geh jetzt dort zur Tenne, dort wird alles eingesammelt und mit anderen Worten, sieh zu, dass du dem Boas jetzt begegnest. Wir denken dann an Familienverhältnisse, dass die Naomi die Schwiegermutter der Ruth ist und die Schwiegermutter sagt dann das und jenes. Man versucht diese Dinge als Bilder aus dem Heiligen zu sehen, wo, wie ich schon ein paar Mal andeutete, wo das Menschliche das erlebt, was hier dann in verschiedenen Geschehnissen, in Zeit und Raum, in Gegenständen, in Menschen, die konkret hier da sind, erscheinen. Man sagt zum Beispiel, jeder Grashalm, jede Blume hat ihren Engel. Wir sagen, dort im Jenseits, im Heiligen, ist es ein Bote, eine Mitteilung von dort hierher. Hier aber erscheint ein Engel in diesen Dingen. Ein Engel erscheint nicht als Engel, das ist ein jenseitiges Bild. Und so ist sein Geschehen an der Tenne, wo die Ernte eingesammelt ist. Jetzt wird nicht nur die Gerstenernte genannt, auch die Weizenernte ist dann eingesammelt dort. Beide Seiten sind eingesammelt. Und dort kommt jetzt ein merkwürdiges Geschehen. Lasst uns versuchen, das mitzuerleben. Die Ernte ist das Verhalten, das wir gezeigt haben, und das verging, weil die Zeit fließt. Der wird eingesammelt in der Tenne. Unser Verhalten ist dort da, unsere Gedanken, alles. Wie man auch sagt, im Menschen ist in seinem Gehirngedächtnis alles notiert. Er weiß es nur nicht. Es müsste bei einer Hypnose oder sonst eine Möglichkeit dann ablaufen, aber sonst ist es dort notiert. Man kennt es nicht, es ist aber da. Man sagt doch auch, bei Menschen beim Sterbensmoment ist eine Art Rückschau, wo das ganze Leben sich wieder entfaltet, zusammen da ist. Das ist das Bild der Tenne dort, wo das Ganze aus der Ernte eingesammelt ist und dort ist alles zusammen. Was sonst auf dem Feld getrennt ist, von verschiedenen Feldern, aber nicht einmal das Feld jetzt selber, das ist groß, der Acker. Auf der einen Seite sind solche Ähren, andere, aber das alles ist zusammengesammelt, an der Tenne ist es zusammen. Wenn es weitergeht noch, das Dreschen stattfindet und das Mahlen und das Brot kommt, im Brot sind verschiedene Momente da in einer Einheit. Was wir sonst im Leben sehr getrennt haben, ist im Brot vereint. Das Bild auch vom Brot der Messias, das Brot, das er austeilt, das Brot, das er sagt, sein Leib ist, das Brot enthält von allen Ehren etwas, das Mehl. Heute kann man sagen, ist oft Mehl sehr gemischt. Solche und solche Acker sind da gewesen. Jedenfalls vom Acker selber ist das Leben, alle Momente sind in der Tenne versammelt. Wenn Menschen auch gesagt wird, wenn er stirbt, wird seine Seele eingesammelt im Bündel des Lebens. Das Bündel wie eine Garbe zusammengebunden, das ganze Leben zusammengebunden in eine Einheit. Wir sagen, es ist verflossen, zerflossen, verloren gegangen. Dort spüren wir, es ist eine Einheit.
Also Tenne ist sehr wichtig im Bild, nicht nur agrarisch, sondern vor allem auch in der Vorstellung, dass eine Tenne etwas ist, wo das ganze Leben eingesammelt ist. Und dort ist ein Fest, eine Freude. Wir sagen, die Ernte ist eingesammelt, wir danken, sicher. Aber in den heutigen Industrienationen weiß man das nur so aus der Kalender, dass es sowas gibt, aber sonst hat man damit wenig zu tun. Es bedeutet aber wohl für uns im Diesseitigen, dass unser Leben irgendwo eingesammelt ist. Das, was wir gelebt haben, ist jetzt schon irgendwo eingesammelt. Es gehört schon zusammen. Und dort ist ein Fest, man findet sich wieder. Alles ist da. Und dorthin kommt die Ruth auch. Die Tenne gehört dem Mann, dem Verborgenen, dem Nichtbewussten, dem Boas. Und dorthin kommt die Ruth und legt sich dann, wie man sagt, an seine Füßen. Das ist ein Ausdruck, der dann benutzt wird. Sie entblößt seine Füße, nimmt die Decke weg, wie man es beschreibt auch. Das sind Beschreibungen, dass sie eigentlich sich mit ihm vereint. Sie legt sich zu ihm dort, in der Tenne, nicht hier. Dort erwacht der Boas in der Mitte der Nacht, wird beschrieben, mit einem großen Schrecken, dass er die Ruth, diese Moabitische, die er kennt, dort sieht. Er weiß nicht mehr, wer sie ist. Er erschrickt sehr. Man sagt deshalb, das ist beim Menschen das Gefühl der fast erschreckenden Überraschung im Leben, die er hier fortwährend nicht weiß, dass er erschrickt, aber fortwährend in einem Gefühl lebt vom Erschrecken, weil er immer wieder erkennt, das, was in der Tenne ihm bekannt ist, von dort her ihm hier bekannt ist. Man sagt manchmal Déjà-vu. Ich war mal in diesem Saal, ich weiß nicht, wann war das so, jetzt stehe ich mal wieder hier. Das kann dann vorkommen, in dem Zimmer reingekommen, wann war ich? Das habe ich schon erlebt. Da sagt man in der Tenne. Dort hast du erlebt. Eine Tenne heißt auch Goren im Hebräischen. Und Goren ist das gleiche Wort wie die Kehle. Dort, wo das Wort sozusagen hinauskommt. Zum einen wird oder innen hineingeht. Diese Tenne ist der Moment entscheidend, wo die Einheit sich dann teilt in die Vielheit. Die eine ist doch noch da, man kann sagen, der Vielheit zusammengebracht, man kann sagen, von dorthin zurückschauend, in die Vielheit schauend. Der Moment des Schreckens, wo wir spüren, eigentlich ist alles schon für uns geplant, ist alles geordnet für uns. Wir wissen es nicht, wir erschrecken. Wie ein Ausdruck auch sagt, alles ist in der Hand, in Händen des Himmels, nur eins nicht, das ist das Erkennen des Himmels. Man meint damit Folgendes, dass das Schicksal des Menschen eigentlich vom Ewigen her, weil Ewigkeit doch eine Realität ist, da denken, es sei das nicht, aus der Ewigkeit ist alles doch schon, das Leben ganz da. Es muss dort nicht wachsen. Das ist also da. Man könnte sagen, ein Zwang. Nein, sagt man, entscheidend ist, wie du den Himmel erkennst. Er will sagen, was du aus der großen Einheit erkennst, Einheit der Bibel, wer bist du? Bist du zum Beispiel die Erzväter, der David, Jonathan, Saul, wer bist du? Oder bist du etwas, das nur sagt, ach ja, ich bin beim Bösen, ich bin beim Feind, beim Vernichter, beim Totschläger, von dort. Wo ist deine Sicht des Himmels? Das ist entscheidend für die Menschen. Das ist auch eine Antwort auf die Frage, was ist eigentlich entscheidend, die Prädestination, die Vorbestimmung
oder der freie Wille. Man sagt, schon vorbestimmt ist alles, aber freie Wille entscheidet alles, bestimmt alles. Es ist nicht ein Entweder-Oder, du stehst vor deinem Leben und jetzt, wie siehst du das Leben? Als ein Zwang, du musst das erreichen, oder ein Gefühl, ich lasse sein und ich weiß, durch meine Haltung dem gegenüber kann es alle Farben annehmen. Es muss nicht nur schwarz oder nur weiß sein, es kann rot, rosa, grün sein und je nachdem alle Farben annehmen, wie du zum Leben stehst. Und das ist der Schrecken, der erklärt wird, des Boas, der das spürt, das Leben ist mir bestimmt, dass diese Ruth aus Moab, diese Ruth, die durchbrochen hat, diese Grenze, die nicht sagt, ich gehe zurück wie die Orpa, die Grenze durchbrochen hat, diese Ruth ist meine. Meine Erscheinung nimmt in sich auf, das, was man sagen kann, ist doch Böses. Ein anderes Beispiel, ein wichtiges, dort, wo man aus der Genesis den Ringkampf, den Streit kennt vom Jakob mit dem Engel. Sie haben alle von ihm gehört, gelesen, dass der Jakob in einem gewissen Moment seine Frauen und Kinder und alle Habe und Gut hinüberbringt über einen Fluss, den Jabok, und dann zurückkehrt, und weil man dann, das steht nur in der Überlieferung, weil er ein kleines, zerbrochenes Gefäßchen zugelassen hat und er wollte seine Herde komplett haben. Der gute Hirte lässt nichts außerhalb. Aber wenn es zerbrochen ist und armselig ist, es soll zur Einheit gehören. Und weil er die Einheit suchte, ging er in der Nacht allein zurück. Und dort begegnet ihm ein Mann aus der Mythologie, kann man sagen, aus dem Begriff des Heiligen, ein Mann, man sagt ein Engel, aber steht ein Mann. Ein Mann begegnet ihn und da kommt ein ganz entsetzlicher Kampf. Warum ein Kampf? Der Mann, sagt man, ist das Erscheinende hier, er ist der Herr, der Engel des Erscheinenden und Jakob ist das Verborgene. Die Frage ist jetzt, was wird wichtiger sein? Kann das Erscheinende, das Zeitfließende, kann das bestimmen oder wird das Verborgene bestimmen? Wird in der Welt hier geplant werden können, ohne Liebe, ohne Einfall, ohne Zufall, oder kann von dort her, vom Verborgenen, die Gnade kommen, die Überraschung, die Liebe kommen? Das ist der Kampf. Und am Ende der Nacht sagt diese andere, die Kraft des Erscheinenden, lass mich gehen, wenn der Morgen kommt. Musst mich gehen lassen. Und dann Jakob, nur wenn du mich segnest. Dann segnet er ihn und gibt ihm den Namen Israel. Und dann lässt er ihn gehen. Was bedeutet das eigentlich? Der Name Israel ist nämlich der Name vom Jakob und zusammen, dann kommt der Name Israel durch die Buchstaben, Jakob plus dem Bösen, plus dem Satan. Jakob plus Satan ist Israel. Es bedeutet, das Böse hat er in sich aufgenommen, das Böse, das in der Zeit fließt, das vergeht, Böse ist immer was kaputt macht, zerbricht, zertrümmert, das ist aufgenommen in das Ganze, in die Einheit. Das ist das Gewaltige vom Begriff Israel, dass das Böse nicht weggeschleudert wurde, sondern annektiert wurde. Ja, das ist das Gebiet der Zeit, ist mein Gebiet auch. Deshalb kann Jakob nachher dem Esau entgegentreten ohne Angst. Vorher hatte er Angst vor seinem Bruder, das Materielle, und deshalb ist der Ringkampf da. Nachher ist keine Angst mehr da. So sehen wir bei Boas das Gleiche. Boas nimmt die Ruth in sich auf. Dass hier etwas Neues, ein neues Geschehen kommt und er erschrickt, schau, das, was ich meiden sollte, was von mir immer abgelehnt wurde,
ist jetzt Teil meines Lebens geworden. Sehr wichtig für uns alle, dieses Bild so zu sehen, dass wir keine Angst brauchen, dass der Weg für uns so ist, dass Boas an der rechten Seite steht, wenn wir hineingehen in den Tempel. Wir spüren, es ist eigentlich wohl wichtig, denn wie könnte jemals eine Einheit in der Welt entstehen, wenn etwas Böses immer außerhalb bliebe? Das Böse ist nicht frei als Böses, es ist gebunden jetzt. Wie das Erscheinende gebunden ist an den Kern, wie das Verhalten des Menschen abhängt vom Kern, vom Nichtbewussten im Menschen. Was in seinem Sein da ist, so ist sein Werden. Kommt, so geschieht sein Werden. Das ist der Moment, wo er das spürt. Ein entscheidender Moment im Menschen, in der Welt, wo man erkennt, dass das Gegenüber, was es auch sei, fremd ist und doch Teil von mir ist. Eine Einheit entsteht von beiden Seiten her. Wenn das geschah, sagt er dann ihr, du bist dann tatsächlich, ich bin dein Löser, hast du gesagt, ich werde dich lösen. Aber es ist noch ein anderer da, der vor mir kommt. Merkwürdige Mitteilung auf Frage, wer ist dieser andere, der vorherkommt, dass es Recht hat. Dazu erzählt man viele Geschichten. Ich möchte eine, die schon bei vielen von euch bekannt ist, aber von diesem Aspekt wieder hineinfügen, weil da sehen wir den gewaltigen Zusammenhang, dass eine Geschichte nicht einmal erzählt wird und passt für diese Situation, eine andere Geschichte, eine andere Situation, sondern dass jede Geschichte, die da erzählt wird, für alle Situationen passt. Ein Zeichen des Ewigen, des Heiligen, dass es nicht ein Stückchen nur passt und weiter nicht, sondern ein Zusammenhang, wo eine große Einheit aus dem Zusammenhang mit den Fäden des Ganzen zusammenkommt. Nämlich, wenn wir die Geschichte erstmal weiter verfolgen, dann sehen wir, dem anderen Tag geht der Boas an den Toren der Stadt, setzt sich dorthin, ruft 10 Leute aus der Stadt zusammen zu sich und sagt, da kommt einer, der ist der Erste, der Löser ist. Der heißt dort Ploni Almoni im Hebräischen. Das bedeutet eigentlich so wie Herr XY, Herr N, nichts, keine Person. Warum ist dieser Mensch auf diese Art so gezeichnet? Der Ploni Almoni, den man dann fragt, willst du das Feld von der Naomi von Elimelech in deinen Besitz nehmen? Feld bedeutet das Leben. Er hat gesagt, das ist das Feld, unser Leben, wohin die Saat hineinkommt. Die Begegnungen, Erlebnisse im Leben, während des Lebens kommen dort hinein und das ist das Feld. Ja, sagt er, gerne. Da geht Boas weiter und sagt, ja, aber da musst du auch die Ruth nehmen. Sie gehört zu dem ganzen Gebiet. Ruth aus Moab. Von dort her. Die kannst du nur nehmen, indem du das wagst, das Abenteuer ein ganz anderes aufzunehmen. Dann erschrickt dieser Ploni Almoni und sagt, nein, dann könnte ich mein Erbe verderben. Lieber nicht, dann nehme ich das Feld auch nicht. Und dann erst kann der Boas das Feld nehmen und die Ruth auch als Frau haben. Wer ist nun der Ploni Almoni, dieser XY? Wer ist das? Von dem wird gesagt, schau, die Welt, wenn Gott die Welt macht, das bedeutet, wenn wir etwas wollen,
im gleichen Muster, im gleichen Modell, kann man sagen, wie Gott die Welt erschafft, ist beim Menschen das ganze Leben auch. In der Entsprechung von dort her. Denn dort im Nichtbewussten ist Gott mit uns da, im Himmel eine Einheit. Sind nicht getrennt, eine große Einheit. Jede Person, sogar jeder Tag einer Person, jede Sekunde einer Person ist für sich da und doch eine Einheit. Niemals denke man, dass es verloren geht aus dem Leben. Das ganze Leben bleibt zusammen, aber doch ist jede Sekunde für jeden Menschen für sich da. Das bedeutet, mit Gott dort sein. Gott macht die Welt, wie das erzählt wird, weil er spürt, der Sinn des ganzen Seins ist, dass nicht eine Einheit da ist, sondern auch das Erlebnis, dass eine Einheit wird. Wenn man gesund ist, ist nicht genügend, man muss gesund werden auch. Das Werden ist sehr wichtig. Und Gott erschafft die Welt und sagt, ich mache ein Gegenüber, ich zerbreche meine Einheit, damit wir zwei, ich und das Gegenüber, einander näher kommen, zusammenwachsen und eine Einheit werden. Das ist der Sinn des Gegenübers, dass eine Einheit wird. Und dann sagt man, jedes Mal aber ging das schief. Viele, viele Male ging das schief. Warum? Weil Gott das Gesetz, Naturgesetz gemacht hat. Das Naturgesetz funktioniert und Gott spürt, es ist sinnlos, ist so, wie wir heute sagen würden, es ist alles programmiert. Es muss gut enden. Aber das ist kein gut Enden, es muss. Und deshalb hebt Gott jedes Mal die Welt auf und sagt, nein, das geht nicht. Viele Male. Man zählt dann, jenseitig gezählt, 974 Male wird die Welt aufgehoben, weil das Gesetz nicht imstande ist, das zusammen, was Gott meint, ein Zusammenwachsen in dem, wo ich sage, ich gebe mich dir ganz hin, ich streiche mich, bin aus, du das Gleiche. Ich bin bereit, alles aufzunehmen, deinetwegen. Aber ein Gesetz kennt das nicht. Ein Gesetz sagt, ich werde funktionieren nach Gesetz. Schritt für Schritt, so muss das sein und es wird dann werden. Aber Gott, nein, die Welt kann nicht sein. Dann kommt erst, nach 974 Mal, kommt erst der Moment, wo Gott dann sagt, nicht so, ich werde jetzt etwas Neues einführen, den Begriff der Liebe. Die Liebe steht jetzt dem Gesetz gegenüber. Dann kommen gleich Engel und die sagen, wenn du jetzt die Liebe hast, das bedeutet, dass das Gegenüber frei ist. Denn Liebe kann nur funktionieren, wie Sie spüren, mit dem Gesetz als Unmöglichkeit. Liebe kann nur funktionieren, wenn die andere Seite vollkommen frei ist. Frei ist zum Ablehnen, zum Hassen sogar. Alles kann sie tun. Sonst wäre Liebe nicht. Und dann sagen die Engel, wenn die andere Seite frei ist, dann werden die dich hassen sogar. Du wirst mich nicht aufheben können, fürst aufheben können, weil das Gesetz war. Jetzt, wenn die dich hassen, werden sie sich selber machen. Die vollkommene Freiheit ist da. Und dann wird erzählt, Gott zögert. Das Zögern ist die Wurzel der Zeit. Dadurch haben wir Zeit hier. Gott zögert und dann meldet sich bei Gott die weibliche Seite. Und sie sagt, wenn auch das sein wird, wenn das Gegenüber falsch sein wird, hassen wird, töten wird, ich will dann mit dem Menschen dort hinübergehen und mit ihm sein, was da geschieht. Das Weibliche meldet sich und das Weibliche entscheidet dann bei Gott. Gott sagt, ja, wenn du das willst, geh du hin. Du gehst mit. Wenn du mitgehst, gut. Es ist aber viel Elend erleben dort.
das mag sein, die Liebe ist stärker als der Tod. Liebe wird siegen, ich gehe mit. Dieses Bild ist ein bekanntes, altes Bild von der Schöpfung, wovon erzählt wird, dann erst kommt die neue Schöpfung ab 975 bis 1000, die Einheit wieder. Der Begriff 1000 im Hebräischen ist für die Einheit. Elef und Aleph, das ist eins, das Gleiche. Diese Einheit ist da. Und dann ist für die Welt entscheidend das, was man Liebe nennt. Barmherzigkeit, Gnade, Überraschen, nicht nach Gesetz. Und nun sagt man, Ploni Almoni, das ist dasjenige, was in der Welt in der Gesetz ist. Er sagt, das Feld ja, aber die Ruth nein. Das ist, die muss sie lieben dann, das geht von Moab, ist auch nach Gesetz, muss das verboten sein. Die Bibel auch sagt, keiner von Moab und Ammon komme in die Gemeinde, sogar das 10. Geschlecht nicht. Das ist für ewig nicht. Und doch kommt sie, das ist sogar die Mutter des Messias. Bedeutet, hier ist etwas ganz Neues durchgebrochen. Ploni Almoni will sagen, deshalb hat er keinen Namen. Nach Gesetz, wie man heute protestiert, haben wir nur eine Nummer. Nicht in einer Zentralkartei, einem Computer, haben wir eine Nummer und weiter. Wer wir sind, ist nicht wichtig. Und das ist im Krieg auch, war nur, die Papiere waren wichtig, der Mensch nicht. Welchen Pass hast du, welches Papier hast du, aber sonst war unwichtig. Auch heute noch sehr oft gilt ein Diplom, hast du Befugnis, Diplom, dann darfst du das tun, sonst darfst du nicht. Also das Gesetz ist so. Aber das andere durchbricht. Wir spüren die Verwandtschaft mit Ruth jetzt. Auch Ruth hat durchbrochen. Hat auch gesagt, doch gehe ich mit. Normal gewesen wäre, sagt, ja, ich sehe ein, ich bin von Moab, ich komme sowieso dort nicht dran, ich werde niemals jemanden finden dort, ich werde von Moab ausgestoßen sein, weil ich von Moab bin, deshalb werde ich ausgestoßen werden, ich gehe nicht mit. Und so sie durchbricht im Muster, wie Gott sagt, und wenn ihr auch sagt, das wird nicht gehen, ich werde gehasst, man wird mich töten und alles mögliche Böses Ansinnen haben mir gegenüber, weil die Frau, die Mutter, ich denke dann an Anna und Maria, die Mutter sagt, ich werde mitgehen, ich werde dort bei ihm sein, lass das sein. Und so Ruth auch. Ploni Almoni also hat Angst vor dem Moabitischen, vor Ruth. Das fällt gerne, das kommt ihm zu, das Recht, er ist der Erste, der lösen soll, er nimmt das Feld gerne. Und wenn die Frau dort eine gewesen wäre, von den Leuten, die dort wohnen, selbstverständlich. Aber eine aus Moab, nein. Mein Erbe könnt ihr mit verderben. Und mit seinem Nein, wo er nicht durchbrechen will, nicht wagt, bleibt er Ploni Almoni, XY, Nummer so und so, wie eine Autonummer. Weiter unwichtig. Und dann erst sagt Boas, jetzt dann, wenn du Nein sagst, bin ich derjenige, der es wagt. Das ist ein großes Wagnis. Aber er spürt schon von der Tenne her, spürt er, ich weiß doch, wir gehören zusammen. Sie lag dort in der Nacht, in der Tenne, mir zu Füßen, wir waren zusammen, wir waren eine Einheit, also wir gehören tatsächlich zusammen, wir sind eine Einheit. Dann geschieht es, dass der Boas die Ruth dann heiratet, mit ihr ist, und dann wird gesagt, dann bekommt die Ruth ein Kind, und dieses Kind bekommt den Namen Obed, bedeutet Diener, Knecht, und dann der bekommt wieder einen Sohn, der Obed, Jischai, Jesse, sagt man in der deutschen Verballhornung, kann man sagen, Jischai, im Hebräischen steht es dort, und dann von Jischai kommt der David. Damit endet die Geschichte von Ruth. Wir spüren, dass, weil wir schon wissen, wer David ist und was aus David hervorkommt, der Sohn Davids,
dann spüren wir, hier ist eine Mitteilung für uns, dass wenn bei uns etwas sich lösen kann, erlöst werden kann, bedeutet es ein Wagnis, sonst wird es nicht gelöst und erlöst. Erlösung will sagen, nicht nach Natur. Im Christlichen das Bild dann gegeben wird, dass Jesu nicht geboren wird im Sinne biologisch nach Natur kommt daher. Nein, der Vater ist im Himmel, die Mutter hier. Also eine ganz andere Herkunft. Ein Durchbrechen eines Gesetzes, das immer normal sagt, ja Kind, Vater, Kind und so weiter, geht weiter, Mutter, Vater, Kind. Auf einmal ein Durchbrechen. Das bedeutet für uns in unserem Leben, wenn wir Beziehung haben zu dem, was wir Erlösung nennen, dass wir in uns selber das auch spüren könnten und wagen könnten, das zu spüren, nämlich bin ich bereit, etwas zu durchbrechen? Bin ich bereit, mich aufzugeben, damit etwas anderes da ist? Es bedeutet nicht mein Ich aufgeben. Man kann sein Ich nicht aufgeben. Das ist im Sein Gottes. Es bedeutet hier das Dasein, das Erscheinen hier, bin ich bereit, hier aufzugeben. Zum Beispiel eine Theorie, eine Anschauung. Bin ich bereit, kann ich durchbrechen. Ich habe mich wohlgefühlt dabei, aber etwas anderes meldet sich. Nein, immer Nein sagen, warum nicht? Habe ich Angst vor denen? Der Ploni Almoni hat Angst vor Ruth aus Moab. Aber es gehört nicht so, dass man immer dafür Angst haben muss. Das ist das Neue, das da kommt, und deshalb sagt man, das ganze Buch Ruth ist geschrieben zu Ehren von David, vom König David. Er ist ein König, weil er entstand auf diese Art des Durchbruches. Er kann durchbrechen als König jetzt auch. Sein Name, David, der Geliebte, bedeutet es doch. Wir sagen, viele sagen, wieso der Geliebte? Er hat doch ein ganz ellendes Leben noch gehabt. Erst war er König, musste fliehen vor Saul, und viele Abenteuer hat er gehabt, konnte nicht durchkommen. Dann waren seine Söhne in Revolution gegen ihn. Gar nicht so gutes Leben. Bathsheba-Geschichte mit Uria. Und doch sagt man, ja, aber er empfand sich als der geliebteste Mensch der Welt, der glücklichste Mensch. Er empfand sich selber wohl so. Und das ist der Durchbruch. Nicht nach Gesetz urteilen, sondern spüren, ich bin jenseits des Gesetzes. Ich bin frei, ich bin ein Mensch, und ich spüre bei mir, gerade etwas muss doch von dort herkommen. Verbinde wir mal zurück. Was ist Zufall und Einfall anderes als ein Durchbrechen des Gesetzes? Nach Gesetz könnte kein Zufall sein. Nach Gesetz müsste alles genau stimmen, vorherbestimmt sein. Aber zufällig ist es anders. Ein Durchbrechen des Gesetzes. Wir spüren im Leben, wenn wir auf Zufall achten würden, dass das Leben gar nicht gesetzmäßig ist. Wie Paulus doch immer auch sagt, dieses Gesetz ist ein Anfang, aber wenn nicht die Freiheit und die Liebe da sind, ist das Ganze sinnlos. Gesetz hebt die Welt als solche auf und es geht weiter nichts. Aber Leben, das nur geplant gesehen wird, wenn Leute zusammenbrechen, weil eine Prüfung nicht bestanden wurde, dann zusammenbrechen. In früheren Zeiten, in meinen Zeiten, ist ein Junge, der nahm einen Revolver, schoss sich durch den Kopf. Tatsächlich, weil er durchgefallen war. Heute ist es nicht so dramatisch im Allgemeinen, aber andere Gebiete. Aber das bedeutet, man kann nicht sagen, das ist dann nach Gesetz hätte sein müssen. Du weißt nicht, schau, es ist voller Zufälle, dass die Liebe durchbricht das Gesetz. Und freue dich, dass das so ist. Also das Ehrensammeln hinter den Leuten her, die das richtig machen, spürt man, dass der Zufall hat es liegen lassen. Das ist, worum es sich handelt. Und so, in diesem Sinne, sehen wir dann die Geschichte von Ruth auf diese Weise enden.
Ich möchte aber, für die nächste Stunde vor allem natürlich, gerade diese Geschichte von der Orpa auch weiter verfolgen. Ich sagte schon in der ersten Stunde, Orpa, die andere Frau, die Frau des Chilion, während die Ruth den Machlon, den anderen Sohn von Elimelech und Naomi, bekommen hatte. Diese Orpa, die zurückkehrt, auch Tochter von König von Moab, von Eglon, und diese Orpa, die noch bis ins Letzte geht, bekommt dann einen Enkelsohn, Ruth den David, bekommt sie den Goliath. Wir kennen alle dieses Bild, der David sagt, den gleichen Goliath, und der Goliath sagt, den gleichen David. Der eine zart, wie er dargestellt wird, beschrieben wird, kaum merkt man ihn auf. Man sagt, als der Prophet Samuel in das Haus von Jesse kommt, um dort den König zu salben, dann sieht er den David gar nicht. Man sagt nach der Geschichte, der David war draußen auf dem Feld. Aber die Eltern sogar selber haben ihn da nie wichtig genommen, weil er unscheinbar war. Man soll wirklich denken, geschichtlich war das so. Das gibt es oft in der Geschichte, auch heute, und immer wird das so sein, bis Ende der Tage. Es bedeutet, in unserem Leben ist dasjenige, was unscheinbar ist, das ist das Entscheidende. Der König wird gesalbt, gerade weil er kaum sichtbar war. Man erklärt auch in den Deutungen, der David gilt dann als ein Sohn, der dann außerhalb stand und dessen nicht gerufen wurde, aber am Ende, als Samuel sagt, keiner der Söhne, die du mir bringst, ist derjenige. Das Öl, er hat den Füllhorn mit Öl, um ihn zu salben, das Öl wollte nicht raus. Hielt es so, wie man es manchmal hat, es ging nicht raus. Als der David reinkam, floss ihm entgegen das Öl, sprang ihm entgegen, zu sagen, das ist eine Affinität, das Unscheinbare hier. Aber auch bei uns in unserem Leben, unscheinbare Momente, Gedanken. Wir wollen nur das Wichtige nehmen, wo bin ich wichtig gewesen. Aber nein, gerade das Unscheinbare, das ist entscheidend. Dieser David, ein Zarter, der immer verfolgt wird von Saul und dann einen Krieg führen muss, der ist dieser. Und Orpa bekommt den Goliath, den Riesen. Wir wollen in der nächsten Stunde, die letzte Stunde für heute, für diese Zusammenkunft, möchte ich gerne das Ganze übersehen. Nämlich den Goliath und David und zurück zu Ruth und Orpa, zu Elimelech, das Ganze verbinden, den Zusammenhang versuchen aufzubauen, nämlich was enthält die Geschichte von Ruth für uns. Nicht als Geschichte, es war einmal, sondern Geschichte, dass es jetzt auch in uns ist. Das einmal war, steht fest, weil die Geschichte vom Heiligen kommt. Muss es da gewesen sein, kein Zweifel. Aber ich möchte nicht sagen, da finde ich nicht ab mit dem, dass es hier war. Ich möchte gerne das Ewige haben, nämlich, dass es immer bei uns lebt. Wo können wir in unserem Leben Ruth, Orpa, Boas, Naomi erkennen, wer sind diese in unserem Leben? Und was können wir sagen, das haben wir dann gehört, jetzt lebt Ruth in meinem Leben weiter. Nicht nur als ein Namen einer Frau, eines Mädchens, sondern als ein Begriff in uns selber. Dann bedenken wir auch, das muss ich ja, glaube ich, das abschließen, bedenken wir auch, dass es sich hier handelt um Frauen. Naomi ist entscheidend wichtig, nicht Elimelech, der stirbt. Naomi ist wichtig, sehen wir. Ruth ist wichtig, nicht Machlon, der stirbt. Und Orpa, nicht Chilion, der stirbt. Frauen sind hier wichtig. Da sehen wir in der Ruth-Geschichte das Erscheinende. Das Weibliche in jedem Menschen ist das Erscheinende. Was ist das Erscheinende hier so wichtig? Was erzählt es uns aus unserem Leben? Das möchte ich dann gerne für die nächste Stunde aufbewahren, für die letzte Stunde, und hoffe dann imstande zu sein, das Ganze zu verbinden.